Ich heiße Nikolaus Seils, ich komme aus Gauting bei München. Ich bin 19 Jahre alt und ich benutze die Pulsar-Implantate und die Sonnet 2 Prozessoren. Ähm, Ich finde die Frage immer schwierig, aber jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, kommt mir ein anderes Geräusch in den Kopf. Deswegen sage ich jetzt gerade, weil es mir im Kopf rumschwirrt, Blasmusik im Festzelt auf der Wiesn. Ja, meine Eltern haben, als ich ein halbes Jahr alt war, ähm, bei mir einen Hörtest machen lassen, weil ihnen aufgefallen ist, dass ich sehr wenig auf Geräusche beziehungsweise gar nicht auf Geräusche reagiere. Ähm, und bei dem Hörtest kam raus, dass ich taub bin, taub geboren wurde. Ähm, Dann daraufhin haben meine Eltern sich bei einer Infoveranstaltung informiert und sind da von einem Med-El-Mitarbeiter sehr freundlich und nett beraten worden und haben sich deswegen dafür entschieden. Und ich bin sehr froh drum, dass das so gemacht wurde. So normal wie es geht. Ich kenne es nicht anders. Ich habe gelernt, damit zu leben. Es ist für mich quasi keine Belastung. Also Belastung würde ich es nicht nennen, aber es ist keine Schwierigkeit. Und mein Freundeskreis weiß total gut damit umzugehen und ich komme gut durch den Alltag. Weiß ich nicht, wurde mir zumindest bis jetzt noch nicht erzählt. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Entscheidung ohne vorherigen Kontakt mit Implantaten oder Implantatträgern gefallen ist. Aber das, ja, ich glaube, sie stehen nach wie vor hinter der Entscheidung und so tue ich es auch. Ich bin Hörpate geworden, weil ich in einer Phase in meinem Leben gemerkt habe, es kommt ein bisschen Frust auf. Ich merke, ähm, dass ich Nachteile im Leben merke, dass ich schwerer verstehe, ja, einfach, dass ich schwerhörig bin und mit dieser Schwerhörigkeit durch den Alltag gehen muss. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich kann anderen Menschen ich kann zumindest anderen Menschen sagen, dass es mir auch so geht, dass sie nicht alleine sind, und kann auch davor Leuten sagen, es gibt die Möglichkeit, das so unkompliziert wie möglich hinzubekommen. Und ich helfe gerne Menschen, diese Entscheidung zu treffen und freue mich jedes Mal, wenn ich gutes Feedback davon bekomme. Nicht wirklich. Mir fällt ein, dass ich einmal in den USA war im Urlaub. Wir waren bei den Niagara-Fällen und vielleicht kennt man es, laute Fußgängerzone, ähm, einfach amerikanischer Lifestyle. Ein großer LKW fährt neben mir vorbei und drückt so auf die Hupe, dass ich meine Prozessoren vom Kopf reiße und es einfach viel zu laut war. Und seitdem, das war ein Schockmoment und seitdem habe ich sowas nie wieder gehabt. Seitdem weiß ich, wie ich damit umgehen muss oder umgehen kann. Und das war ein prägendes Erlebnis, was mit dem Hören zu tun hatte. Aber auch da bin ich durchgekommen. Ich sitze noch hier. Ähm, hm, Schwierig. Für die Leute, die es gerade erhalten haben, kann ich nicht wirklich viel sagen, weil war ja bei mir, als ich ein Jahr alt war, da habe ich nicht wirklich viel gemacht, gerade so was Hörtraining angeht. Für die Leute, die kurz davor stehen, kann ich nur sagen,
auf jeden Fall machen. Es ist wirklich eine Erleichterung. Ähm, man ist danach so alltagstauglich, wie man es davor war. Also für mich spricht nichts dagegen. Es ist auf jeden Fall, weiß nicht, ob die richtige, aber eine sehr gute Entscheidung. Darauf flexibel zu sein, nicht auf einen Gebärdensprachdolmetscher angewiesen zu sein, ähm, auf mich alleine gestellt sein zu können, selber meinen Alltag zu gestalten und nicht immer darauf angewiesen zu sein, dass jemand die Gebärdensprache beherrscht, dass alles barrierefrei eingerichtet ist, so dass ich auch verstehen und nicht hören, aber ja, trotzdem im Alltag funktionieren kann. Und das kann ich dank dessen, dass ich höre.